Du hast einen starken Akzent und willst den loswerden? Oder die Leute verstehen dich schlecht und bei wichtigen Gesprächen traust du dich nicht, was zu sagen? Ich habe ein paar Übungen für dich, die dir helfen können. Hallo, schön, dass du da bist in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Moderatorin, Auftrittsexpertin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Eine Userin hat mein YouTube-Video zum Thema Dialekt loswerden gesehen und sie schreibt, dass sie mit einem starken Akzent spricht. Und speziell für dieses Thema möchte ich dir heute ein paar Übungen zeigen. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Dialekt und Akzent, oder ist das nicht dasselbe, wenn es ums Trainieren einer klaren Sprache geht? Beim Akzent geht es nur um die Aussprache. Ein Akzent hat nichts mit der Struktur der Sprache zu tun und auch nicht, ob du grammatikalisch richtig sprichst, sondern nur mit der Art und Weise, wie du Worte betonst und wie du sie aussprichst. Dialekt oder Mundart, das hat immer einen regionalen Bezug. Das heißt, die Worte werden im Dialekt in bestimmter Form ausgesprochen. Zum Beispiel im Schwäbischen sagt man ja oft das S als Sch, wie Weisch. Ja, und auch der Wortschatz und die Grammatik gehören beim Dialekt dazu. Einige Dialekte nutzen Sprache und Grammatik anders als im Hochdeutsch. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. In diesem Video spreche ich nur darüber, wie du dir den Akzent abtrainieren kannst. Die wichtigste Übung, die du machen kannst, ist gut zuhören. Und zwar Muttersprachlern. Höre genau, wie sie sprechen. Höre auch Podcasts, schaue Filme und sprich einzelne Sätze nach. Ich würde an deiner Stelle die Wiedergabegeschwindigkeit auf ganz langsam stellen, so wie du das ja hier bei YouTube beispielsweise auch machen kannst in den Einstellungen. Achte mal beim Hören besonders drauf, ob in der Sprache, die du lernen willst, Vokale oder Konsonanten mehr Gewicht haben oder ob die gleichwertig sind. Übe vor allem einzelne Laute, weil in jeder Sprache gibt es ja so eine spezielle Phonetik, also Laute, die eben nur zu dieser Sprache gehören. Im Englischen gibt es das TH, also das ist so ein spezieller Laut, den gibt es ja zum Beispiel im Deutschen gar nicht. Oder in Spanien wird das J aus dem Rachen gesprochen, also Ch. Und das haben wir in Deutschland auch nicht, da ist das J immer ein J. Dafür gibt es bei uns in Deutschland Umlaute, die es in vielen anderen Sprachen nicht gibt. Also das Ü, das Ö oder das Ä, ja, in Worten wie müde, schön. Und wenn es die in deiner Muttersprache nicht gibt, dann musst du die für Deutsch erstmal lernen. Und die erfordern eine ganz genaue Lippenstellung, die sich für dich komisch anfühlen kann. Also übe Ü, Ö, Ä. Und ein ganz tolles Buch dafür ist hier dieses Buch, Der kleine Hai. Das ist mein erstes Sprecherziehungsbuch gewesen als junge Moderatorin. Aber gerade wenn für dich Deutsch eine Fremdsprache ist, ist das ein wunderbares Buch, um eben exakt die Laute und die Konsonanten zu lernen und wie man sie ausspricht. Auch speziell Deutsch ist der Ich- und der Ach-Laut. Der Ich-Laut, also Ich, und der Ach-Laut sowie Bach. Das sind zwei verschiedene CH-Laute, die nicht in allen Sprachen vorkommen. Der Ich-Laut ist ein weicher Laut, der im vorderen Mundraum gebildet wird. Und der Ach-Laut, das ist ein harter Laut, der hinten im Rachenraum gebildet wird. Und es ist wichtig, gerade solche speziellen Laute gut zu üben. Stell dich am besten vor einen Spiegel und prüfe erstmal, ob du den Laut richtig bildest. Dazu musst du auch in dich hineinspüren. Und oft musst du lange üben, bis deine Mund-, Zungen- oder Kiefermuskulatur ein bisschen trainierter ist und du diese Art der Lautbildung auch gut hinbekommst. Hier kann dir natürlich am allerbesten ein Stimm- und Sprechtrainer helfen, aber wir haben auch bei uns auf der Webseite ganz tolle Übungen. Wir haben die hier oben mal verlinkt, da kannst du dich mal durchklicken. Da kannst du auch lernen,
deutlicher zu sprechen und klarer zu sprechen und ansonsten an deiner Sprache und an deinem Sprechen zu arbeiten. Wenn du den Akzent loswerden willst, kannst du auch an deiner Sprachmelodie arbeiten. An der Melodie einer Sprache erkennst du eben, was das für ein Akzent ist. Und die Sprachmelodie, die bestimmt ganz oft den Sinn eines Satzes. Im Deutschen betonen wir das Wichtigste. Zum Beispiel, wenn du an deinem Akzent arbeiten möchtest, musst du Übungen machen. Ja, hier habe ich das Übungen betont. Das heißt, also darauf möchte ich den Fokus lenken. Das ist das Wichtigste in diesem Satz. Oder einen Akzent loszuwerden braucht Zeit. Ja, also die Zeit ist hier das Wichtigste. Ich kann den Satz auch umstellen. Es braucht viel Zeit, damit du den Akzent loswirst. Und wieder ist die Zeit betont. Ich kann es aber nochmal ändern und kann sagen, es braucht sehr viel Zeit, damit du den Akzent loswerden kannst. Also hier ist die Betonung auf sehr viel Zeit. Also das ist wichtig, sich auch mal die eigene Sprachmelodie anzuhören und zu schauen, betonst du richtig? Und das kannst du am besten machen, indem du dich selbst aufnimmst mit deinem Smartphone, mit einem Tablet, und du kannst auch deine Aussprache einmal vergleichen mit der Aussprache von Muttersprachlern in einem Podcast oder einem Film. Wichtig ist, dass du regelmäßig übst, und ich finde auch, dass du dabei nicht zu streng mit dir bist. Es kann Jahre dauern, um einen Akzent loszuwerden, wenn eben Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Und im Übrigen, ein kleiner Akzent wirkt unglaublich charmant und zeigt ja auch, was deine Wurzeln sind. Insofern wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß beim Üben.